schmeiß mich keinen Tee. Ich wollte schalte irgendwie immer auf aus. Mitte Juli, was steht an am Nürburgring, der Truck Grand Prix? Wir nehmen euch heute mal ein bisschen mit hinter die Kulissen. Was erwartet uns von der Rennserie ETRC bis hin zu ADAC GT Master? Ein Fahrerlager, Party abends an der Mühlenbachschleife und ihr seid dabei. Der Profi, unser Partner, ist natürlich auch vor Ort, um genau zu sein, Mona. Neues Gesicht beim Profi. Vielleicht stellst du dich einmal kurz vor und was der Profi genau macht. Ja, ich bin Mona, ich bin 29 Jahre alt und bin Projektmanagerin und Botschafterin bei Profi. Und wir versuchen die Arbeitsbedingungen zu verbessern und möchten damit unsere Mitgliedsunternehmen eben daran arbeiten, dass wir da für die Fahrer einfach ein bisschen wieder Attraktivität in den Beruf bringen und unsere Fahrer sich wieder wohlfühlen. Für dich ist es, glaube ich, das erste Mal Truck Grand Prix. Genau. Sammel viele Eindrücke, berichte mir gerne mal später, wie es so für dich war. Das machen wir. Sehr schön. Selbstverständlich sind wir auch hier vor Ort mit Gut transportiert. Susanne, vielleicht erklärst du noch mal ganz kurz, was hat es eigentlich mit Gut transportiert auf sich? Gut transportiert ist eine Logistikinitiative. Also wir möchten gerne aus der Branche heraus etwas Gutes tun und uns gemeinsam gegen Blutkrebs einsetzen. Und deswegen freut es uns besonders, dass Krone uns seit einigen Monaten als Partner unterstützt. Und heute wollen wir hier den Truck Grand Prix nutzen, um auf dieses wichtige Thema aufmerksam zu machen. Deswegen stehen wir hier mit dem WM-Liner im neuen Design unter dem Motto "Jede Sekunde zählt". Und ich freue mich auf jeden Fall darauf, dass wir im September noch zusammen auf der IAA stehen werden und dort auch was Cooles auf die Beine stellen. Ein spannender Tag neigt sich dem Ende hier am Truck Grand Prix. Wie war so dein Eindruck? Ja, ich habe super spannende Eindrücke gesammelt, ganz viele tolle Menschen kennengelernt und besonderes Highlight war noch der fliegende Start vom Truckrennen und wir waren tatsächlich auch sehr, sehr nah dran, deswegen sehr imposant zu erleben, war sehr cool. Wir schauen uns jetzt noch das Feuerwerk hier in der Mühlenbachschleife an und hoffentlich sehen wir uns dann hier nächstes Jahr vor Ort.